Heute starten wir unser Video mit einem kurzen Test. Ihr hört und seht gleich 2 Dialoge und in diesen Dialogen verstecken sich Fehler. Welche Fehler sind das? Könnt ihr sie finden? Und was stimmt daran nicht? Los geht's! Heute fühle ich mich echt kaputt. Wieso denn? Was ist passiert? Ich war heute schon so früh munter. Mein Nachbar hatte ein Problem und hat schon um 6 Uhr morgens bei mir geklingelt. Und die Klingel hat mich natürlich aufgewacht. Heute bin ich richtig müde. Warum denn? Ist etwas passiert? Nein, eigentlich nicht. Aber ich konnte heute einfach nicht mehr schlafen. Ich bin schon um 6 Uhr aufgeweckt. Na, habt ihr gemerkt, was an unseren Dialogen nicht ganz gepasst hat? Das schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem Kanal Doppelt hält besser. Also, schauen wir uns die 2 Sätze aus den Dialogen noch einmal genauer an. Mein Nachbar hatte ein Problem und hat schon um 6 Uhr morgens bei mir geklingelt. Und die Klingel hat mich natürlich aufgewacht. Ich konnte heute einfach nicht mehr schlafen. Ich bin schon um 6 Uhr aufgeweckt. Aufgewacht und aufgeweckt. Das sind die Partizipien bzw. das Partizip 2 der Verben aufwachen und aufwecken. Was ist hier der Unterschied? Jemanden aufwecken. Das bedeutet eine andere Person wach machen, eine andere Person aus dem Schlaf wecken oder holen. Und ihr merkt, wir verwenden hier ein Akkusativobjekt. Also die Person, die aufgeweckt wird von einer anderen Person, steht im Akkusativ und die Person, die jemanden aufweckt, steht im Nominativ. Es ist das Subjekt, das handelt. Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an. Der Hund meines Nachbars bellt immer so laut. Er weckt mich jeden Tag auf. Ihr seht, er, also der Nachbar, ist das Subjekt des Satzes und ich bin das Akkusativobjekt, also mich. Er weckt mich auf. Oder meine Mama weckt mich am Wochenende immer auf. Sie sagt, ich soll den Tag ausnutzen. Auch hier, meine Mama ist das Subjekt, ich bin das Akkusativobjekt. Oder ich habe heute verschlafen. Der Wecker hat mich nicht geweckt. Hier merkt ihr vielleicht, dass wir keinen Partikel auf verwenden. Wecken oder aufwecken kann also synonym verwendet werden. Wir persönlich verwenden wecken eher für Dinge, die uns wecken und aufwecken mit Personen, die uns aufwecken. Schauen wir uns auch noch das zweite Verb an, aufwachen. Das bedeutet aus dem Schlaf zu sich kommen, die Augen aufmachen, wach werden. Und das macht immer nur die Person selbst. Hier haben wir also auch kein Akkusativobjekt, denn aufwachen kann ich immer nur selbst. Das heißt, es kann uns niemals eine andere Person, ein Geräusch oder unser Wecker aufwachen. Beispiele für das Verb aufwachen sind: Ich wache jeden Tag um 7 Uhr auf. Ich bin gestern schon um 5 Uhr aufgewacht. Ich war einfach so nervös vor der Prüfung. Immer wenn es hell draußen wird, wache ich automatisch auf. Auch nochmal hier Achtung, hier in diesem Beispiel seht ihr gut, der Zustand, dass es draußen langsam hell wird, also zum Beispiel die Sonne aufgeht, das weckt uns auf, die Sonne weckt uns auf, aber der Prozess an sich ist der Prozess des Aufwachens, also ich wache auf, weil es draußen hell wird, die Sonne weckt mich auf. Vielleicht ein kleiner Tipp hierzu, es könnte hilfreich sein, das Gegenteil zu verwenden, also das Gegenteil von aufwachen, das ist einschlafen. Wenn ihr einen Satz bilden könnt, der auch noch Sinn ergibt, indem ihr einschlafen statt aufwachen einsetzt, dann müsst ihr aufwachen verwenden und nur aufwachen.
Zum Beispiel könnt ihr nicht sagen, die Sonne schläft mich ein, sondern ich schlafe ein. Also können wir auch nicht sagen, die Sonne wacht mich auf. Also noch einmal zusammengefasst, damit ihr in Zukunft Verwechslungen vermeiden könnt. Aufwecken, das wird immer von einer anderen Person ausgelöst. Einer anderen Person oder auch einem Ding, einer Sache. Das heißt, der Wecker oder die Eltern haben mich aufgeweckt. Aufwachen, das tun wir immer selbst. Also ich wache auf. Ich kann natürlich einen Grund haben, warum ich aufwache. Zum Beispiel, weil der Wecker klingelt, aber aufwachen tue nur immer ich und es gibt kein Objekt im Satz. Also, wie müssen jetzt unsere Beispielsätze von unserem Eingangstest lauten? Richtig, die Klingel hat mich aufgeweckt. Ich bin schon um 6 Uhr aufgewacht. So, das war's auch schon wieder von uns heute. Wir hoffen, dass euch das Video geholfen hat, diese zwei Verben aufwachen und aufwecken ein bisschen besser zu verstehen. Wenn ihr noch Fragen habt oder uns einfach so Feedback geben möchtet, dann macht das sehr gerne unten in den Kommentaren. Wir freuen uns auf euch im nächsten Video. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.